Ja, guten Morgen zum Akkutest der Apex 2. Wie ihr das schon auf meinem Kanal kennt, ich mache jetzt einfach mal bei Uhren, wo es ein bisschen interessant wird, auch so Akkutests. Und heute steht die Apex 2 auf dem Start. Ja, wir haben heute den 3. April und es ist jetzt kurz vor 10. Und wir sehen jetzt hier unten 100% Ladestand. Ich werde jetzt einfach laufen gehen, so eine kleine Runde, jetzt nichts Großes, halbe Stunde ungefähr. Und dann schauen wir einfach mal, was die erste halbe Stunde so bringt. Ich werde die Uhr ganz normal tragen. Ja, was die Konfiguration angeht, so habe ich die Uhr komplett auf Always On gestellt. Das bedeutet, ich habe sowohl in der Aktivität als auch außerhalb der Aktivität immer die Always On Funktion an. Aber ich würde sagen, ich laufe jetzt mal los und dann schauen wir mal, was nach den ersten halben Stunden noch an Akku übrig ist. Und begleitet mich jetzt einfach mal durch die Zeit. Ja, dann würde ich sagen, dann beginnen wir mit dem Laufen. Gehen hier einfach mal aufs Laufen. Und eigentlich habe ich hier den täglichen Trainingsvorschlag, den würde ich heute zeitlich nicht schaffen, weil wir heute in den Urlaub fahren. Daher mache ich einfach ganz normal klassisch. Und jetzt gehen wir einfach mal los. Ich habe hier jetzt auch nichts groß Spektakuläres an. Der Brustgurt ist noch angeschlossen. Und ich nutze hier heute den Wahoo Brustgurt zum Testen. Der läuft über ANT+. Der sollte eigentlich jetzt nicht so viel Strom ziehen. Genau, das sind so die Datenfelder, die wir haben. Dann sagen wir mal, legen wir mal los. Gleichen wir das Ganze mal. Sehen wir hier 5,5 Kilometer. So, dann sehen wir hier auch die Schwelle wird berechnet, VO2 Max. Und ich bin hier mit Multiband gelaufen und Aufzeichnung jede Sekunde. Das heißt auch das Maximale, was an GPS-Aufzeichnung geht. Also auch hier volle Akkubeanspruchung. So, wir sehen jetzt 96% haben wir noch. Und dann würde ich sagen, starten wir den Tag. Übrigens, wenn das ab und zu hier ein bisschen flackert, das liegt dann an der Frequenz. Wir sind auch smart, Notifications sind auch eingeschaltet. Ja, dann würde ich sagen, starten wir den Tag. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg ins Bett. Wir gehen morgen ins Biobiland und genau, jetzt wollte ich einmal einen kleinen Akku-Update machen. Ich habe jetzt die Uhr den ganzen Tag getragen, ich habe morgen einen Workout gemacht. Und was ich noch sagen möchte, ich habe auch den 24/7 Pulsoximeter laufen. Das heißt, ich habe das ganze Ding dann durchlaufen und habe das auch nicht entsprechend gekürzt. Aber jetzt schauen wir einfach mal auf den Akkustand. Ja, wir sehen, wir haben jetzt 22 Uhr und aktuell sind es 85%. Das ist hier unten zu sehen. Das heißt also, wir haben jetzt hier 15% Akkuverbrauch gehabt für den ganzen Tag, seit heute Morgen um 10 mit einem Workout. Ja, noch eine kleine Ergänzung, wenn die Uhr in Schlafmodus geht, dann gibt hier so ein minimalistisches Display. Wir sehen hier nur die Uhrzeit, das Datum und wie ihr gerade seht, geht es auch entsprechend dann aus und ihr müsst es auch entsprechend aktivieren, wenn ihr jetzt das Ganze anhaben wollt. Jo, aber jetzt schlafe ich wirklich. Gute Nacht. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt 6:51 Uhr, die Nacht ist rum, wir sind jetzt bei 82%. Jetzt hier das Schlaftracking hat aufgezeichnet. Ja, und wir sehen auch, der Pulsoximeter hat auch entsprechend hier seine Messung verrichtet. So, wir werden dann mal losgehen und starten wir mal einen Tag. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, einen kleinen Zwischenstand. Wir sind schon wieder auf Achse und wir sehen jetzt, heute ist der 6. April und wir sind aktuell bei 40%. Also kann man wirklich nichts sagen. Always On ist die ganze Zeit an, die Uhr wird immer getragen, den ganzen Tag und ist viel in Bewegung, von daher ein sehr optimaler Wert. Jo, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter und heute Abend steht auch ein Lauf an. So, jetzt machen wir heute eine kleine Tour. Ich bin ja hier im ganz unbekannten Gebiet, deswegen würde ich die Roundtrip-Funktion nutzen. Das ist so eine Funktion, wo ihr euch dann quasi eine Strecke errechnen lassen könnt und euch entsprechend navigieren lassen könnt. Ich werde das Ganze jetzt hier mal auf 5 Kilometer machen. Das ist so gerade, was ich aktuell laufen kann nach Corona. Mehr kriege ich momentan nicht so richtig hin. Und jetzt schauen wir uns einfach mal, was es hier Schönes gibt. Es ist auch schöner Sonnenuntergang, 15 Grad, ideales Wetter. Und wir sehen hier, der aktuelle Akkustand liegt bei 27%. Und um auf die Roundtrip-Funktion zu kommen, geht ihr einfach hier aufs Laufen. Und dann gehen wir jetzt einfach hier lange auf die Taste und dann können wir hier Navigation auswählen. Dann sehen wir auch schon hier Roundtrip Routing und dann können wir uns hier entsprechend die Kilometer, die ich will, auswählen. Ich sage jetzt einfach mal 5 Kilometer, die wähle ich jetzt aus. Und dann wird es um die 5 Kilometer sein, ich dann raus beliebige Richtung. Und jetzt lassen wir die ganze Strecke mal berechnen. So, und dann sehen wir auch schon, die erste Strecke ist berechnet worden, 5,1 Kilometer. Ich kann dann noch eins weitergehen und sagen, hier berechnen wir noch eine zweite Strecke, wenn mir die nicht gefällt. Dann sehen wir jetzt hier 4,2 Kilometer. Und es gehen bis maximal 3 Strecken zur Auswahl. So, dann sehen wir hier 5,2 Kilometer, perfekt. Die wählen wir aus. Und dann sagen wir jetzt auch schon los. Ja, und dann sind wir auch soweit und können direkt loslaufen. Dann sehen wir hier auch schon die Abbiegehinweise, wo wir hin müssen. Wir sehen hier auch ganz gut auf der Karte, ist alles gut eingezeichnet. Unten bekommen wir dann die Anweisung, wann wir abbiegen müssen. Und wir sind hier nach 215 Meter.
So, jetzt habe ich die Tour beendet. Das war jetzt wirklich nur eine kurze Runde gewesen. Wie gesagt, ich war den ganzen Tag unterwegs. Jetzt drücken wir hier einfach mal auf Stopp. So, die ganze Tour war jetzt 5,21 Kilometer lang. Ich war wirklich sehr langsam unterwegs mit 7,06 Pace, aber ich habe auch viel jetzt gefilmt zwischendrin für meinen Blog. Falls euch das interessiert, könnt ihr mal gerne oben vorbeischauen. Ich verlinke es euch mal. So, und dann sehen wir jetzt hier auch entsprechend Herzfrequenzbereich, den ich gelaufen bin, die Zone, in denen ich war. Und dann bekommen wir auch noch einen Trainingseffekt angezeigt, beziehungsweise die Belastung. Und die Erholungszeit ist 31 Stunden. Genau, jetzt gucken wir mal auf den Akkustand. Wie gesagt, das Ganze war mit Navigieren. Wir sehen jetzt hier 17% haben wir jetzt noch übrig. Das langt noch bis morgen. Ich werde es wahrscheinlich morgen Abend dann an die Steckdose stecken. Schauen wir mal. Jetzt sehen wir auch hier, ich habe die Uhr den ganzen Tag auch angehabt. Dann sehen wir auch noch mal hier die Schritte, wie es aufgebaut ist. Wir sehen hier den ganzen Tag. Genau, und sehen wir auch hier Pulsoximeter. Der hat eigentlich fast immer gemessen. Es gibt hier so ein paar Messfehler, die es nicht funktioniert hat. Und ja, ich möchte jetzt gerade messen. Wir sehen jetzt hier vor 7 Minuten das letzte Mal. So, wir haben jetzt 15:14 Uhr am 7. und wir sehen noch 3% Akku. Das heißt, ich lade jetzt das Ganze mal auf. Ja, es gibt auch eine App, die nennt sich Battery Craft. Da könnt ihr euch das Ganze auch mal angucken, eure Statistik. Wenn wir jetzt hier nochmal ganz kurz reingehen, sehen wir jetzt auch hier den Verlauf. Wir haben jetzt 4 Tage und 5 Stunden den ganzen Akku benutzt oder ja, benutzt. Und wir sehen ja auch ganz gut, dass tatsächlich da, wo die Navigation stattfindet, bei dem Workout dann entsprechend die Akkuleistung auch massiv runtergeht. Das heißt also, sobald ihr die Uhr mit Navigation nutzt, habt ihr deutlich mehr Verbrauch, als wenn ihr ein ganz normales Workout macht. Ihr könnt euch dann auch noch Statistiken anzeigen lassen, die letzten 24 Stunden zum Beispiel oder letzten 48 Stunden oder hier auch eine Woche. Dann sehen wir jetzt einfach mal hier den Ladezyklus und wir sehen auch schon, dass es ja nicht ganz eine Woche gehalten hat, aber doch gut. Also für eine OLED-Uhr war das wirklich sehr gut. Und dann sehen wir jetzt auch nochmal hier den historischen Verlauf. Und dadurch, dass ich viel getestet habe, habe ich es nicht immer ganz entladen lassen. Aber hier sieht man dann immer, wann man entsprechend auflädt. Aber ich würde sagen, wir laden das Ganze jetzt erstmal auf und schauen einfach mal nach 10 Minuten, wie das Ganze aufgeladen ist. Weil bei Garmin-Uhren ist es wirklich sehr gut, dass hier so eine Art Schnelllader dabei ist. Das bedeutet, ihr könnt dann eigentlich direkt nach Viertelstunde, 10 Minuten entsprechend loslaufen, zumindest hier ein Workout machen und müsst nicht ewig warten, bis die Uhr dann da geladen ist, dass ihr Sport machen könnt. Ja, zum Aufladen nutze ich dann immer diese Ladenstation hier und die könnt ihr dann entsprechend hier draufsetzen. Seht ihr hier, das ist das Ganze angedockt und dann könnt ihr die Uhr entsprechend auch hier, ich habe das leider auf dem Boden liegen, weil ich gerade keinen anderen Platz habe, könnt ihr dann hier entsprechend die Uhr auch hinlegen und könnt dann auch immer die Zeit ablesen, wenn ihr das braucht. Dann ist nicht an der Seite. Gut, dann schauen wir einfach mal, wie es in 10 Minuten aussieht. So, jetzt sehen wir nach knapp 10 Minuten haben wir 21% geladen. Das heißt, hier könnt ihr dann wieder vollen Workout starten. Also das bedeutet, ihr müsst nicht mal 10 Minuten genau laden, aber das ist doch schon mal ein gutes Polster. Und ich würde sagen, wir laden jetzt den Rest auf und dann sehen wir mal, wie lange das dauert. Ja, 16:44 und die Uhr ist dann auch vollständig geladen. Alles in allem muss ich sagen, ich bin mit der Akkuleistung, was die Uhr angeht, doch sehr zufrieden. Man muss immer noch bedenken, das Ganze ist ein OLED-Display. Ich habe es jetzt im Always-On-Modus laufen lassen. Das Einzige, was man kritisieren kann, ist, dass bei der Navigation doch ein deutlich höherer Akkuverbrauch ist gegenüber einer normalen Tracking, wenn man normal laufen geht, ohne Navigation. Hier ist natürlich die Frage, wo liegt dann der Fokus, wenn ich jetzt viel navigieren gehe und auch da auf Leistung und Langzeit ausgelegt bin bzw. benötige, ist hier vielleicht dann tatsächlich eine Phoenix-Uhr doch die bessere Wahl. Ihr habt natürlich aber auch noch weiterhin Möglichkeiten, Dinge einzustellen, um auch die Akkulaufzeit zu verlängern. Ich muss aber dazu sagen, es basiert dann alles auch immer auf das Nutzerverhalten. Also das ist jetzt einfach nur ein Eindruck, wie das bei mir jetzt gelaufen ist. Kann sein, bei euch läuft es anders. Ihr könnt zum Beispiel auch die Display-Einblendung auch nur auf 8 Sekunden stellen oder Always On ausschalten, dann habt ihr schon längere Akkulaufzeiten. Genauso habt ihr auch die Möglichkeit, es während der Aktivität zu machen. Das heißt, hier könnt ihr das Ganze dann auch nochmal optimieren. Und es gibt auch die Möglichkeit, hier ein Energiemanagementsystem zu verwalten bzw. zu nutzen. Da könnt ihr dann auch entsprechende Sachen einstellen, wie ihr das Ganze benötigt. Zudem habt ihr auch noch die Möglichkeit, den Expeditionsmodus zu nutzen. Da könnt ihr dann entsprechend hier einmal die Stunde GPS-Daten aufzeichnen, was natürlich dann auch nochmal die Akkulaufzeit deutlich verlängert. Alles in allem ist natürlich die Frage, wie nutzt ihr die Uhr, was benötigt ihr, aber ich würde sagen, für den Großteil der Nutzer oder die das nutzen werden, ist das völlig ausreichend und akzeptabel. Wenn dich noch mehr Videos rund um die Apex interessieren, ich habe hier oben mal ein Review-Video gemacht, da zeige ich dir die Funktion der Uhr, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe hier meine Playlist gemacht mit so einer Best-of meiner Videos auf dem Kanal, da kannst du einfach mal schauen, was es hier sonst noch weiter auf dem Kanal gibt. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit, wünsche dir alles Gute, bleib gesund, tschüss, bis zum nächsten Mal.